Geht's dir eigentlich auch so, dass du irgendwie chronisch angespannt bist und gar nicht mehr richtig in die Entspannung kommst? Ich wollte genauer wissen, wie das bei mir aussieht, und deshalb habe ich die Aktivität meines Entspannungsnervs, also des Vagusnervs, beim Heilpraktiker messen lassen. Der Vagusnerv, der hilft uns nämlich dabei, wieder zur Ruhe zu kommen. Und seit einem Jahr ungefähr arbeite ich an meinem Nervensystem. Was ich da genau mache, das erzähle ich gleich noch. Jetzt habe ich zum ersten Mal Ergebnisse, die mich wirklich überrascht haben. Ich bin Carola. Ich habe selbst mit chronischen Erkrankungen zu tun und ich wollte einfach mal wissen, ob all das, was ich bisher gemacht habe, überhaupt was gebracht hat. Denn es gab im letzten Jahr auch Phasen, in denen ich so dachte, da tut sich irgendwie gar nichts. Und manchmal habe ich dann pausiert. Da fehlte mir einfach die Motivation. Aber ich bin immer wieder eingestiegen, weil ich ja letztendlich auch vorankommen wollte und weil ich wusste, dass sowas einfach auch Zeit braucht. Also es war immer so ein bisschen hin und her. Und bevor ich dir jetzt gleich die Untersuchungsergebnisse zeige, möchte ich dir erst noch sagen, was ich alles unternehme, um irgendwie Einfluss auf mein Nervensystem zu nehmen. Ich setze viele kleinere Dinge um, die sich dann gegenseitig gut ergänzen und dann eben auch zusammen ihre Wirkung zeigen. 3 davon möchte ich dir jetzt schon mal vorstellen und später erzähle ich dir noch mehr dazu. Die erste Sache, die ich anfangs echt unterschätzt habe, das ist die Atmung. Ich wende da verschiedene Techniken an, aber im Moment ist es vor allem die Wim Hof Atmung, die mir gut tut und die wirklich was mit mir macht, das muss ich sagen. Die ist zwar anstrengend, aber danach fühle ich mich eigentlich immer ruhiger und irgendwie auch freier. Ja, und dann kommt als zweiter Punkt die Kälte. Kälte war noch nie mein Ding. Ich bin da wirklich empfindlich. Aber sie kann einen starken Reiz im Nervensystem setzen und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Natürlich nicht mit Eisbädern, das wäre für mich nicht machbar, aber mit kalten Beingüssen unter der Dusche. Auch eine volle Dusche schaffe ich nicht, aber die Beine abzugießen, das habe ich hingekriegt. Jedes Bein 3-mal 1 Minute lang, bis ganz nach oben auch, bis ans Ende vom Oberschenkel. Das ist für mich machbar und das tut auch überraschend gut, muss ich sagen. Und natürlich muss man es auch regelmäßig machen. Der erste Moment ist kalt, klar, aber danach ist es ganz gut auszuhalten. Also ich bin da ganz gut mit zurechtgekommen. Ja, und auch bei der dritten Sache, da hätte ich nie gedacht, dass sie mir hilft und dass das überhaupt was für mich ist. Und das sind bestimmte Frequenzen. Ich habe ein paar auf YouTube gefunden für den Vagusnerv, die ich gut anhören kann. Und da höre ich 10 oder 20 Minuten rein. Meist mache ich das in Kombination mit meinem Vagusnerv-Stimulationsgerät. Und dabei komme ich dann auch spürbar runter. Das hat mich wirklich überrascht, dass das funktioniert. Also für mich funktioniert es. Und bevor ich dir gleich noch von den anderen Dingen erzähle, die ich anwende, schauen wir uns jetzt aber schon mal an, was die Messung gezeigt hat. Ja, die Herzratenvariabilität, so heißt ja diese Messung, die zeigt, wie gut das Nervensystem zwischen Belastung und Entspannung umschaltet. Zuerst wurde bei mir einfach in Ruhe gemessen, ohne irgendeine Aktivität, einfach nur gemessen. Keine Sorge, das ist ganz einfach zu verstehen. Ich erkläre das jetzt Schritt für Schritt. Im Vergleich zur ersten Messung im Herbst 2024, das ist hier links auf der Seite, da sieht man ganz klar, meine Herzfrequenz ist inzwischen etwas gesunken, das ist der violette Balken und das ist natürlich immer gut. Und der Stressindex, das ist der rote Balken, der ist auch um einiges besser geworden, wenn du dir dazu mal rechts den Vergleich anschaust. Dieser Wert, der Stressindex, der zeigt, wie stark mein Körper unter Strom steht. Hohe Werte bedeuten, dass der Körper im Stressmodus bleibt und schlecht runterkommt. Da bin ich jetzt zum Glück aus der roten Zone raus und in die gelbe gerutscht, was natürlich noch nicht reicht, aber es ist ein Fortschritt, und zwar der Fortschritt eines Jahres. Auch der blaue Balken ist bei mir aus der roten Zone raus. Der steht dafür, wie flexibel das Nervensystem zwischen Anspannung und Entspannung wechseln kann. Und das hat mich besonders gefreut, weil dieser Wert für die Erholung sehr wichtig ist. Ja, die anderen Werte gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, die sind weitgehend so geblieben. Insgesamt bin ich auf einem guten Weg und das motiviert mich gerade unheimlich.
Jetzt möchte ich dir noch eine Messung zeigen, bei der ich das Vagusnerv-Stimulationsgerät verwendet habe. Hier siehst du links die Messung in Ruhe aus 2025, wo also ich ganz in Ruhe war, und rechts daneben dieselbe Messung, aber mit angeschlossenem Gerät. Und damit rutsche ich mit dem violetten, roten und blauen Balken sogar in die grüne Zone komplett, wenn auch teils knapp. Und das hat mich überrascht und echt gefreut, dass das so ein deutlicher Unterschied ist. Hier wird also sozusagen bunt auf weiß sichtbar, dass es mit dem Vagusnerv-Stimulationsgerät bei mir einen messbaren Effekt gibt. Auch das motiviert mich gerade total, weil ich sehe, welchen Unterschied das Gerät für mein Nervensystem macht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein normaler Verlauf für ein Jahr ist oder ob das sehr verzögert ist. Bei mir spielt sicher auch meine Hypophyseninsuffizienz eine Rolle, denn mein Körper bildet dadurch kaum noch Cortison, was ja als Stresshormon bekannt ist. Und deshalb geht bei mir vielleicht alles ein bisschen langsamer. Trotzdem zeigt die Messung Fortschritte. Ja, und ich kann es nur sagen, das motiviert mich gerade unglaublich. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ja, und mich interessiert natürlich auch, ob jemand von euch auch schon mal so eine HRV-Messung gemacht hat und wie eure Erfahrungen damit waren. Schreibt gern mal in die Kommentare. Mir ist durch diese Messung bewusst geworden, dass mein Nervensystem diese tägliche Unterstützung wirklich braucht. Diese Routine, die muss für mich so selbstverständlich werden wie Zähneputzen. Irgendwie muss ich das hinkriegen. Denn ein paar Veränderungen kann ich schon feststellen. Ich kann zum Beispiel wieder besser atmen. Mir ist erst durch dieses Thema klar geworden, dass ich gar nicht mehr tief einatmen konnte. Wenn ich das versucht habe, dann musste ich immer hüsteln und hatte das Gefühl, gar nicht richtig tief Luft zu bekommen. Und das ist viel besser geworden. Ich schaffe heute auch 5 bis 6 Sekunden beim Einatmen. Am Anfang waren das 3 bis 4. Und das zeigt mir, dass mein Atemraum sich auch erweitert hat. Und neulich, da ist was Besonderes passiert. Da war ich nämlich gerade am Skripten, also am Erstellen von Text. Und dann hatte ich plötzlich das Bedürfnis, Musik zu hören, so nebenbei. So wie früher in der Schulzeit beim Schularbeiten machen, da habe ich auch immer mindestens das Radio angehabt oder irgendwie Kassette oder sowas gehört. Also habe ich tatsächlich Musik über Kopfhörer gehört. Ich habe mich erst gar nicht getraut, weil ich ja weiß, dass das eigentlich nicht funktioniert, diese Kombination. Aber ich habe es gemacht und ich habe dann tatsächlich dabei auch gearbeitet. Und ich war auch erfolgreich. Also es hat wirklich super funktioniert. Und ich habe es natürlich auch genossen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Das wäre nicht gegangen. Und ich bin immer noch überrascht, dass das überhaupt funktioniert hat, muss ich wirklich sagen. Ja, und dann habe ich noch was festgestellt. In Stresssituationen habe ich mit der Atmung jetzt ein richtig gutes Werkzeug. Das hilft mir sehr. Zum Beispiel neulich, als meine Mutter mit Verdacht auf Herzinfarkt im Krankenwagen ins Krankenhaus kam. Und früher war bei solchen Ereignissen, ja, mein ganzer Körper unter Strom, das Herz klopfte und durch das Gedankenkarussell, da verlor ich dann mit der Zeit auch die Kontrolle über meine Ruhe. Und dieses Mal konnte ich mich mit Atmung in eine ruhigere Lage bringen und ich bin dann gut da durchgekommen. Meiner Mutter geht es inzwischen auch wieder besser, alles gut. Ich bin insgesamt etwas gelassener, sagen wir mal. Nicht im Sinne von völlig ausgeglichen, das wäre übertrieben, aber einfach ein bisschen weniger unter Strom. Ich denke, wer das kennt, der versteht, wie ich das meine. Aber Stress zeigt sich nicht nur im Herzschlag oder in solch einer Messung, sondern oft auch äußerlich an der Haut. Bei mir war sie lange Zeit empfindlicher, trockener und auch oft juckend. Und deshalb achte ich auch bei der Pflege auf möglichst reizfreie Produkte. Und dieses Video hier, das wird von MySalifree unterstützt. Das ist eine Marke für sehr milde und auch biozertifizierte Pflege. Ich nutze es vor allem fürs Gesicht, weil meine Haut das einfach am besten verträgt. Da komme ich wirklich am besten mit zurecht und es fühlt sich immer gut an. Gesättigt irgendwie auch, also fühlt sich einfach super an. Wenn dich das interessiert, den Link mit einem Rabatt findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich dir, was ich in meinem Alltag sonst noch für das Nervensystem mache. Ja, Atmung, Kälte und Frequenzen habe ich ja schon genannt.
Und nun zeige ich dir weitere Dinge, mit denen ich meinem Nervensystem kleine Impulse gebe. Und dabei mache ich natürlich nicht alles jeden Tag. Ich schaue eher, was sich gerade stimmig anfühlt, was mein Körper braucht und was auch gerade in meinen Alltag passt. Manchmal ist es eine kurze Meditation, zum Beispiel eine Körperreise. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und ich mag da gern geführte Anleitungen. Da komme ich irgendwie besser mit zurecht, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, und wenn ich allein bin, dann singe ich manchmal auch einfach für ein paar Minuten, denn das hat bei mir wirklich auch eine große Wirkung. Das löst bei mir sofort was. Das befreit mich total, wenn ich zum Beispiel gerade angespannt bin. Und dann bei Druckgefühl zum Beispiel im Bauch, wenn der Stress mal wieder größer ist, da helfen mir Atemübungen am besten, das muss ich sagen. Und wenn der Druck auch im Zwerchfellbereich ist, dann nutze ich gern zusätzlich kleine Massagen. Einfach das Zwerchfell ein bisschen massieren, da gibt es auch Anleitungen auf YouTube. Massagen sind für mich sowieso ein tolles Hilfsmittel, ob nun mit den Händen, zum Beispiel am Ohr, an den Augen oder auch am Kopf oder mit meinem Massagegerät von Donnerberg in Nacken, Rücken und Becken. Das entspannt mich oft innerhalb weniger Minuten und vielleicht wäre das ja für den einen oder anderen hier auch ein schönes Geschenk zu Weihnachten. Infos zum Gerät findest du in der Videobeschreibung. Ja, was mache ich noch? Ich arbeite ja viel am Rechner und versuche deshalb immer, mich über den Tag verteilt ein bisschen kurz zu bewegen. Morgens starte ich mit einer halben Stunde Fibro-Joggen, das mache ich wirklich fast jeden Morgen. Dann später versuche ich irgendwie auch noch mal was zu machen, zum Beispiel tanzen oder ich nehme den Hula-Hoop-Reifen, muss ich allerdings sagen, habe ich jetzt auch längere Zeit nicht mehr gemacht. Ich mache irgendwelche Übungen oder ich gehe spazieren oder ich muss mal ins Dorf oder so irgendwas besorgen. Also das versuche ich halt zwischendurch zu machen. Und ja, wenn es irgendwie machbar ist, abends dann auch noch mal was, aber das sind dann meistens eher irgendwelche Dehnübungen oder sowas, also nicht mehr so großartige Sachen. Und natürlich nutze ich auch mein Stimulationsgerät. Die Messung hat ja gezeigt, wie mein Nervensystem darauf reagiert. Und wenn dich das Gerät interessiert, dann schau einfach mal in der Videobeschreibung, da gibt es auch einen Rabattcode. Ja, und auch meine Ernährung spielt eine große Rolle. Ich versuche möglichst reizarm zu essen, mit viel Eiweiß, Gemüse und guten Fetten. Dinge, die mein Nervensystem und meinem ganzen Körper einfach auch gut tun. Ich merke das einfach, ich brauche das einfach auch so. Und ich ergänze Nährstoffe wie Omega-3, Magnesium, Vitamin D und auch andere noch. Das macht auch sehr viel aus bei mir. Und wenn du zum Beispiel in das Thema Omega-3 eintauchen möchtest, erfährst du in diesem Video, warum viele Menschen trotz Omega-3 nichts merken und woran das meistens liegt. Du bekommst dort meine 3 wichtigsten Tipps für Qualität und Dosierung und ich zeige dir auch, wann Fischöl sinnvoll ist und wann Algenöl die bessere Wahl sein kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.